Probleme beim Erstellen einer Überleitungsrechnung? Nach diesem Video nicht mehr, das verspreche ich euch. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bibu Schlau. Heute schauen wir uns an in den folgenden Minuten, wie ihr einfach, effizient und auch richtig eine Überleitungsrechnung erstellt. Die Überleitungsrechnung ist wichtig in der Praxis, weil es sehr oft Abweichungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz gibt, die ihr dann umsetzen müsst bei Erstellung der Steuererklärung, und auch in der Theorie ist die Überleitungsrechnung wichtig, vor allem in Fächern der Buchführung, weil hier oftmals gefragt ist nach den handels- und steuerrechtlichen Ansätzen, und ganz oft soll dieser Unterschied mittels einer Überleitungsrechnung dargestellt werden. Wir werden ganz kurz im Folgenden auf die Hintergründe eingehen der Überleitungsrechnung und uns dann sofort auf die Beispiele stürzen, sofort also in die harte Materie der Überleitungsrechnung eintauchen. Ich würde vorschlagen, abonniert den Kanal, weil ich noch weitere Videos zur Überleitungsrechnung plane, insbesondere Überleitungsrechnung und Kapitalanpassung. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Zunächst, bevor wir jetzt ein konkretes Beispiel anschauen, wollen wir die Überleitungsrechnung in den Kontext einordnen, in dem sie steht, in den größeren Kontext, und der ist ja folgender. Wir sollen steuerlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb für unsere Gewerbetreibenden ermitteln, und diese Einkünfte stehen letztendlich ganz oben. Das ist unser Ergebnis, das ist das Ziel, das ist der Gipfel, den wir erreichen müssen und auch erreichen sollen. Und Ausgangspunkt für die Ermittlung der steuerlichen Einkünfte ist die Handelsbilanz. Und in der Handelsbilanz werden die Geschäftsvorfälle ganz normal verbucht. Das wisst ihr, es wird die Bilanz aufgestellt, es wird eine G&V aufgestellt. Da wissen wir nämlich auch, wie sich das Jahresergebnis zusammensetzt. Und das ist unser Ausgangsbetrag für die Besteuerung. Allerdings hat der Gesetzgeber viele Bilanzierungs- und Bewertungsvorbehalte im Einkommensteuergesetz niedergelegt, in denen er sagt, naja, eigentlich legst du schon das handelsrechtliche Ergebnis zugrunde, aber ich möchte gern, dass du das modifizierst, und das Ergebnis dieser Modifikation, das nenne ich mal Steuerbilanz. Da sind zum Beispiel Drohverlustrückstellungen nicht mehr enthalten. Ja, in der Handelsbilanz ist eine Drohverlustrückstellung zwingend auszuweisen, in der Steuerbilanz nicht mehr. Wir eliminieren also die Drohverlustrückstellung aus der Handelsbilanz und haben eine Bilanz ohne Drohverlustrückstellung, haben also eine Bilanz mit einem höheren Ergebnis, weil die Drohverlustrückstellung unser Ergebnis in der Handelsbilanz mindert. Wenn sie eliminiert wird, mindert sie das Ergebnis nicht mehr, also ist das steuerbilanzielle Ergebnis höher, wenn es aus der Handelsbilanz oder wenn in der Handelsbilanz die Drohverlustrückstellung eliminiert wird. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Bilanzierungs- und Bewertungsvorbehalten. Und diese Bilanzierungs- und Bewertungsvorbehalte werden in der Überleitungsrechnung dargestellt. Da kommen wir gleich dazu. Nach der Steuerbilanz sind dann nur außerbilanzielle Korrekturen vorzunehmen, wie zum Beispiel Geschenkaufwendungen, Bewirtungsaufwendungen, Steueraufwendungen, ist alles außerbilanziell hinzuzurechnen, und dann haben wir unsere Einkünfte. Aber ihr seht hier schon, auf dem Weg zum Gipfel haben wir hier eine große Lücke klaffen, und in diese Lücke, da tritt unsere Überleitungsrechnung. Das ist also genau das Scharnier zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Hier werden also sämtliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorbehalte dargestellt und korrigiert. Und wenn man sich jetzt genau diese Überleitungsrechnung anschaut, was das eigentlich genau ist, dann muss man sagen, das hat keinen eigenen materiellen Wert, sondern das ist eine reine technische Sache. Es ist nämlich ein Rechenvorgang, der uns hilft, das handelsrechtliche Ergebnis auf das Ergebnis der Steuerbilanz überzuleiten, ohne dass wir jetzt großartig eine eigene Steuerbilanz aufstellen. Es ist nicht mehr und es ist auch nicht weniger. Und ich weiß, dass viele Leute vor der Überleitungsrechnung einen Schrecken haben, aber der ist total unbegründet, weil es wirklich ein reiner, stupider Rechenvorgang ist. Und wenn ihr einmal eine richtige Vorlage habt, die richtig rechnet, dann müsst ihr nur noch die Bilanzansätze, die ihr handelsrechtlich ermittelt habt, und die Bilanzansätze, die ihr steuerlich ermittelt habt, in die Vorlage eintippen, und die spuckt euch das richtige Ergebnis raus, beziehungsweise den richtigen Korrekturbetrag zum handelsrechtlichen Ergebnis. Und wenn ihr den dann zum handelsrechtlichen Ergebnis dazu rechnet, habt ihr das richtige steuerliche Ergebnis. Und das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt 3 konkrete Beispiele an, die wir mit Hilfe einer Excel-Vorlage lösen werden.
Ja, ihr seht also hier die Überleitungsrechnung, die wir erstellen werden. Und wir schauen uns gleich das erste Beispiel an. Da haben wir einen PKW und den haben wir angeschafft. Anschaffungskosten seht ihr hier zum 01.01.21 60.000. Und da haben wir den ersten Unterschied. In der Handelsbilanz soll die Abschreibung oder die Nutzungsdauer 3 Jahre betragen mit einer AFA pro Jahr von 20.000. In der Steuerbilanz 6 Jahre, somit eine AFA von 10.000 Euro. Das unterstellen wir jetzt einfach mal als richtig. Und da haben wir die entsprechenden Restbuchwerte von 40.000 in der Handelsbilanz 21, 20.000 22. In der Steuerbilanz wird ja jährlich bloß eine AFA von 10.000 abgeschrieben, deshalb Restbuchwert 50.000 und im Jahr 22 Restbuchwert 40.000. Und wenn wir jetzt keine eigene Steuerbilanz aufstellen möchten, sondern anhand der Überleitungsrechnung einen Korrekturbetrag ermitteln möchten, müssen wir wie folgt vorgehen. Zunächst verlangt die Excel-Vorlage hier immer den Jahresüberschuss des aktuellen Jahres handelsrechtlich und wir geben jetzt einfach mal 100.000 ein. Okay. Und dann kommt es eben darauf an, welche Bilanzansätze wir ermittelt haben. Das ist natürlich die Arbeit, wenn ihr euch an das Bild erinnert, diesen Berg, den wir da erklimmen. Das ist die Arbeit, die natürlich auf Stufe der Handelsbilanz zunächst einmal erbracht werden muss. Im Jahr 20 haben wir den Ansatz von 0, da haben wir ja noch gar keinen PKW gehabt. Und dann zum 31.12.21 ist der Restbuchwert eben 40.000 in der Handelsbilanz, also gebe ich die 40.000 ein. In der Steuerbilanz ebenfalls 0 und zum 31.12.21 ist der Restbuchwert 50.000. Und aus diesem Grunde ergibt sich hier eine Korrektur von 10.000 Euro und ihr seht hier oben die Überleitungsrechnung, der Korrekturbetrag beträgt 10.000 Euro. Das ist ganz einfach zu erklären. In der Handelsbilanz wird ja die AFA in Höhe von 20.000 Euro vorgenommen, in der Steuerbilanz sind bloß 10.000 Euro zulässig. Naja, deshalb muss das handelsrechtliche Ergebnis ja um 10.000 Euro nach oben korrigiert werden, damit wir den richtigen steuerlichen Jahresüberschuss haben. Und den seht ihr hier, Jahresüberschuss, Fehlbetrag laut Steuerbilanz sind die 110.000 Euro. Technisch liegt dieser Überleitungsrechnung nichts anderes als der Betriebsvermögensvergleich zugrunde. Das handelsrechtliche Vermögen ist eben um 20.000 Euro weniger geworden und das steuerliche um 10.000. Wir sehen das besser, wenn wir das Jahr 22 für den PKW gleich noch umsetzen. Ich rufe den mal auf oder ich rufe das Jahr 2022 mal auf. Übrigens, ihr seht ja oben, den Download-Link gibt es in der Videobeschreibung. Also dieses Excel-Tool könnt ihr euch downloaden und ihr kommt dorthin, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung anklickt. Auch im Jahr 22 wird wieder der handelsrechtliche Jahresüberschuss oder Fehlbetrag verlangt. Ich gebe jetzt einfach mal die 100.000 Euro wieder, oder geben wir mal 200.000 Euro ein. 200.000 Euro, nicht 20.000, 200.000 Euro ein. Und jetzt geben wir wieder die zutreffenden Bilanzansätze ein, die wir ermittelt haben. In der Handelsbilanz ist der PKW jetzt nur noch mit 20.000 Euro drin und in der Steuerbilanz mit 40.000 Euro. Und was sehen wir? Die Korrektur, die 22 vorzunehmen ist, beträgt wieder 10.000 Euro. Also dem handelsrechtlichen Ergebnis sind wieder 10.000 Euro hinzuzurechnen, damit wir das zutreffende steuerliche Ergebnis erhalten. Und warum ist das jetzt so? Ja, das ist eben deshalb so, weil nach den Grundsätzen der Gewinnermittlung steuerlich nur AFA von 10.000 Euro, handelsrechtlich aber von 20.000 Euro möglich ist. Und wir können es uns auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie die Überleitungsrechnung technisch eigentlich arbeitet. Es ist nämlich so, wenn wir jetzt das Betriebsvermögen vergleichen, also das Betriebsvermögen 22 beträgt hier 20.000 Euro, das Betriebsvermögen am Anfang oder im Vorjahr 40.000 Euro. Wir haben also eine Vermögensminderung handelsrechtlich von 20.000, ist die AFA in Höhe von 20.000, ist ein Aufwand von 20.000. In der Steuerbilanz haben wir ein Vermögen am Ende von 40.000 betreffend des PKWs, am Anfang von 50.000, also eine Vermögensminderung nur von 10.000 Euro, die zulässig ist. Und wenn ich in der Handelsbilanz einen Aufwand von 20 habe, in der Steuerbilanz aber nur 10 aus dem gleichen Sachverhalt,
haben darf, naja, dann muss ich ja mein handelsrechtliches Ergebnis um 10.000 modifizieren, um ein richtiges steuerliches Ergebnis zu erhalten. Und genau das passiert in der Überleitungsrechnung. Also ihr seht, es kommt bei der Überleitungsrechnung letztendlich nur darauf an, immer die richtigen Bilanzansätze in der Handels- und Steuerbilanz zu ermitteln, weil den Rest macht diese Excel-Vorlage und ja, ihr wisst es bereits, die könnt ihr euch downloaden. Im Übrigen könnt ihr auch den Kanal abonnieren, weil dann verpasst ihr kein Video mehr. Ja, dann wollen wir uns das Ganze noch für einen weiteren Fall anschauen, und zwar für die Drohverlustrückstellung. Hier ist es so, in der Handelsbilanz haben wir sowohl 21 als auch 22 eine Drohverlustrückstellung, in der Steuerbilanz nicht. Und da wissen wir natürlich, dass sich im Jahr 21 das handelsrechtliche Ergebnis oder dass das um 50.000 Euro zu erhöhen ist, um das richtige steuerliche Ergebnis zu erhalten, weil man eben die Drohverlustrückstellung steuerlich nicht bilden darf. Interessant ist dann die Frage, was im Jahr 22 passiert. Da erhöht sich nämlich die handelsrechtliche Drohverlustrückstellung auf 60.000, in der Steuerbilanz logischerweise 0. Ja, dieses Tool arbeitet so, ich muss hier vorne dann ein P eingeben für Passivposten. Und da gebe ich dann, das benenne ich dann als Drohverlustrückstellung. Und dann fragt er mich wieder ab. Im Jahr 20 ist ja nichts. Dann kommen wir im Jahr 21 an. Da haben wir handelsrechtlich also die 50.000 Euro. Und in der Steuerbilanz haben wir nichts. Er zeigt mir jetzt hier oben, seht ihr es, den Korrekturbetrag in Höhe von 60.000 Euro an. Vorher waren es ja nur die 10.000 Euro gewesen. Aber die 50.000 Euro dürfen nicht geltend gemacht werden in der Steuerbilanz. Deshalb müssen wir dem handelsrechtlichen Ergebnis von 100 hier die 60 hinzurechnen, damit wir zu den 160 kommen. Aber interessant ist die Frage, was im Jahr 22 passiert, und die Vorlage, die arbeitet richtig, und deshalb brauchen wir einfach hier die 60.000 Euro eingeben und noch den Steuerbilanz der Drohverlustrückstellung, ja, der ist 0. Und dann seht ihr hier hinten die Korrektur, die sich ergibt für diese Drohverlustrückstellung im Jahr 22, nämlich nur 10.000 Euro. Ja, warum ist das der Fall? Weil unser handelsrechtliches Vermögen, wenn wir die 50 aus 21 und die 60 aus 22 miteinander vergleichen, um 10.000 Euro gemindert wird durch die Einbuchung der Drohverlustrückstellung. Und diese 10.000 Euro Minderung dürfen steuerlich nicht geltend gemacht werden, weil in der Steuerbilanz gibt es keine Drohverlustrückstellung, und deshalb werden die 10.000 Euro hier als Korrekturbetrag hinzugerechnet und hier oben dann ausgewiesen, und deshalb ergibt sich im Jahr 22 ein Jahresüberschuss laut Steuerbilanz von 220.000 Euro, weil wir ihm eine AFA korrigieren in Höhe von 10.000 Euro und weil wir auch die Drohverlustrückstellung korrigieren in Höhe von 10.000 Euro. Wenn wir ihn nochmal zusammenfassen, ist also die Erstellung der Überleitungsrechnung nicht schwierig, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Das ist genauso wie beim Bergsteigen auch. Es kommen die Probleme, wenn man auf den Berg geht, in unserem Fall hier die kleinen Beispielsachverhalte, aber wenn man das richtige Werkzeug dabei hat, wie zum Beispiel dieses Excel-Tool, das ihr downloaden könnt, dann kann man das auch handeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, beziehungsweise abonniert den Kanal, und es gibt noch weitere Videos zur Überleitungsrechnung. Dann sage ich Tschüss und bis bald.